Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir wieder ein sehr interessantes Projekt am Start. Mir wurde wieder ein Projektaccount zugesendet und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal reinschauen, da steckt auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit hinter. Aber bevor es damit losgeht, wollte ich einer Gilde ein bisschen Aufmerksamkeit geben, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Projektgilde zu werden. Das heißt sowas, was ihr auch in den letzten Video gesehen hattet, wo jemand Stufe 25 geworden ist und dann nur die Festung ausgebaut hat. Also Accounts quasi, die irgendwelche bestimmten Projekte verfolgen, sich irgendwelche Aufgaben gestellt haben. Zum Beispiel nur das skillen oder nur bis dahin irgendwas leveln und dann ausbauen. Oder halt, only, keine Ahnung, irgendwie ohne Dungeons vorankommen oder irgendwie sowas. Also Leute, die da wirklich Spaß dran haben, so eine Projekte zu starten. Und da hat sich eine Gilde gegründet heute, die alle solche Accounts oder alle so eine Spieler aus der Community sammeln und damit man nicht alleine irgendwo auf dem Server irgendwo umhergammelt mit seinem Account, haben sie sich dann quasi zusammengesprochen und eine Gilde dann gegründet, wo man dann quasi als Community zusammen den Projektaccounts in einer Gilde dann startet. Und das ist hier die SF-Projekt-Gilde, so heißt sie, und befindet sich auf dem deutschen Server 14. Falls ihr da Lust habt, auch irgendwelche Projekte zu verfolgen, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Zeit und möchtet noch einen Account noch mal mehr spielen und wollt aber nicht so alleine auf irgendeinem Server spielen, dann kommt einfach in die Gilde rein auf dem deutschen Server 14 und dann seid ihr hier mit Leuten von der Community am Start, die auch alle Projektchars haben und dann könnt ihr quasi hier euer Projekt auch in der Gilde durchziehen. So, das wollte ich nochmal gesagt haben, auf dem deutschen Server 14. Schreibt das, wenn ihr da Lust drauf habt, in diese Gilde zu kommen, dann schreibt das in die Kommentare, euren Nicknamen rein, wie ihr heißt auf dem Server. Und das könnt ihr hier in die Kommentare schreiben und dann werdet ihr dann von denjenigen, ich denke mal von Spieleboy oder Kekse hier eingeladen auf dem Server, wie gesagt auf dem deutschen Server 14. Schreibt euren Namen in die Kommentare und dann könnt ihr auch in der Gilde mitmachen, wenn ihr da denn Lust zu habt. Gut, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zum Projekt-Account und zwar ist das hier der Tim Hot-Tap. Ja, also irgendwie so auf jeden Fall, sucht es euch aus. Ich sage einfach mal Tim, ja. Und der Tim hat ein ganz bestimmtes Projekt am Laufen und zwar quasi zu leveln ohne Quest anzunehmen. Also wie weit oder wie schnell kommt man voran mit seinem Account, ohne irgendwie den Hauptbestandteil des Spiels eigentlich zu umgehen, also quasi in der Taverne Quest anzunehmen. Ja? Und er befindet sich jetzt schon hier auf Stufe 340. Jetzt können natürlich erstmal Skeptiker kommen und sagen, ey, wie kannst du das denn nachweisen überhaupt, dass der Typ hier nicht irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Quests angenommen hat? Das kann ich euch ganz einfach zeigen. Und zwar haben wir hier ein Achievement, ein bestimmtes, und hier steht drin, Glückspilze, 100 Pilze bei Abenteuern finden. Ja, das ist erstmal der erste Hinweis. Das Achievement kam ein bisschen später, deswegen, er hatte insgesamt für diesen Account 8 Quests angenommen. Ja? 8 Quests, um ein paar Dungeons zu finden und den Kloschlüssel quasi freizuschalten. Ich hatte mit ihm auch noch ein bisschen geredet und so. Und ich wollte, dass er mir das noch ein bisschen genauer erklärt, wie er denn hier vorankommt, ohne denn überhaupt Quests anzunehmen. Ja? Und dann hatte ich halt gesagt, so, wie ist das denn überhaupt möglich so? Du hast den Kloschlüssel, also bis Level 100, nur über Arena-Kämpfe und Dungeons gemacht und ist jetzt Stufe 340 auf einmal so. Gut, dann hatte er mir geschrieben, gerade am Anfang war es ja C bis Level 10 nur mit Arena und Glücksrad. Ab da konnte ich dann Dungeons legen, ab Stufe 25 gab es auch etwas XP durch die Akademie, ja. Also er hat auch hier eine ausgebaute Akademie dann hier am Start oder eine Festung oder fast ausgebaut. Ist auf jeden Fall schon ziemlich hoch das Ganze. Als ich Stufe 110 war, wurde die Unterwelt eingeführt. Also bekomme ich durch die Zeitmaschine mittlerweile 100 Alu.
am Tag. Deswegen habe ich auch ein paar Items mit Runen im Inventar und hole mir immer, wenn die Zeitmaschine voll ist, das Reittier für einen Pilz. Level 1 bis 100 hat ca. 15 Monate gedauert. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich den Char erstellt habe. Okay, ja. Level 100 bis 200 hat er nur noch 5 Monate gedauert. Ja, das hatte er, glaube ich, auch in seiner Beschreibung hier zu stehen. Level 200 bis 300 dann 10 Monate. Ich wollte einfach mal schauen, wie schnell man ohne den Hauptteil des Spiels vorankommt. 8 Quests, weil man Schlüssel 6 und 8 in den Läden finden konnte. Durch Stadtwache und Zeitmaschine konnte ich immer genug skillen, um die Dungeons zu legen. Momentan geht allerdings nicht mehr besonders schnell voran, da ich keinen Spiegel habe, ja. Also das ist auch nochmal ein Indiz dafür. Er kann halt hier nicht irgendwie einen Arena-Kampf machen, was auch ziemlich lustig ist irgendwie, wenn er in der Stadtwache ist, mit dem Level. Zumindest ist es halt, ja, komisch, dass es nicht geht, aber es ist ja nun mal so. Mache ich auch meistens nur 2 bis 3 Dungeon-Versuche am Tag, ja, weil er halt die Stadtwache laufen lässt die ganze Zeit. Und was er ganz interessant fand, stand hier noch, der Char hat eine relativ normale Skillung für sein Level. Gold aus der Stadtwache, XP aus den Dungeons scheinen sich irgendwie auszugleichen. So, okay, ja, und so sieht das momentan aus hier. Er hat bisher, wir können ja mal erstmal zur Festung schauen, hat eine ja, recht gut ausgebaute Festung, also er spielt hier auch auf jeden Fall ein bisschen länger. Und er hat auch hier eine Goldgrube, die sich auf Stufe 41 befindet. Das ist schon ziemlich mächtig, würde ich mal sagen. Ja, also die ist schon sehr, sehr gut ausgebaut auf jeden Fall. Und hat auch hier 500 Alunet-Zeitmaschine. Er hat auch gesagt, wir können auch alles machen hier auf dem Account, außer halt, ja, eine Quest annehmen, ne? Ist klar. So, dann hat er das nochmal alles aufgelistet. Nochmal die wichtigsten Sachen, wie er halt vorankommt. Dass er halt wirklich nur 8 Quests für die Dungeons und den Kloschlüssel ausgegeben hat. Leveln hauptsächlich durch Dungeons Arena, später vor allem durch Zeitmaschine. Das hatte er halt auch noch geschrieben. Er hat keine Pets, ja. Warte mal, können wir auf Stall gucken. Pets sind nicht am Start, was auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass er halt nicht mehrere Quests angenommen hat, weil sonst würde das Petnest ja schon erscheinen. Ja, und das ist es halt auch noch nicht, weil er keine Pets hat. So, ne? Dadurch keine Pets, weshalb man auch den Schmied nicht richtig nutzen kann und kein Spiegel. Ja, also beim Schmied hat er hier auch nichts weiter irgendwie zerlegt und so weiter und so fort. Erst 3 Pilze beim Achievement, man bekommt aber bei jeder ersten Quest des Tages einen Pilz. 5 Quests habe ich vor dem Achievement gemacht, also er hatte 5 Quests, bevor dieses Achievement-Heft eingeführt wurde, also da sieht man halt, dass der Account schon ein bisschen länger existiert. Hat er halt 5 Quests angenommen und ja, 3 seitdem das Achievement draußen ist, also das ist eigentlich der Beweis dafür, weil man bekommt ja pro Tag immer ja, oder bei der ersten Quest bekommt man einen Pilz sicher. Das ist ja so in dem Spiel. Bei der ersten Quest bekommst du einen Pilz zu 100%. Und ja, hier sieht man halt, er hat halt erst 3 Pilze. Gut ausgebaute Festung im Unterwelt, besonders Goldgrube. In der Kampfliste sind alle Quests außer der ersten gespeichert. Die sind selbst noch verbuggt. Okay. Kloaura ist ziemlich schlecht, da ich die Edelsteine lieber verkaufe und keine Sachen aus den Läden kaufen will dafür. Falls du dich wunderst, warum ich die Sanduhren habe, am Anfang günstig im Laden gekauft und um den 6. Dungeon-Schlüssel Tränke schneller zu bekommen. Okay, gut, alles klar. Und ich glaube, jetzt sind wir soweit durch und dann können wir mal gucken, was wir hier auf dem Account noch machen können. Nehmen wir erstmal eine Quest an, ja. Ne, wir werden das Projekt natürlich nicht versauen. Ich werde, weil er das gemeint hat, werde ich mal die Zeitmaschine abholen. Und so können wir dann halt auch gleichzeitig noch ein bisschen dann leveln, ja. Das Gute ist halt an dem Account hier oder an der Zeitmaschine, ich denke mal, die Zeitmaschine carryt ihn so am meisten dadurch, dass er halt keine Quest annehmen kann, weil die Zeitmaschine, die hat halt den Vorteil, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, die hat halt den Vorteil, wenn man halt ja, Alu nicht annimmt aus seiner ja, täglichen Alu hier, ne, dann wird die halt in der Zeitmaschine gespeichert. Und indirekt kriegt er so quasi seine Abenteuer wieder. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt hier gar keine Alu spielt. Die Zeitmaschine nimmt da schon sehr viel auf, so maximal. Ja, die Zeitmaschine speichert jeden Tag um Mitternacht deine nicht verbrauchte Abenteuerlust, ja.
maximal jedoch 80. Dazu kommt ein Bonus von 20, also hat er hier 100 Alu, die er am Tag dann trotzdem hat irgendwo. Ja, jetzt hätte man natürlich sagen können, gut, lass die doch voll laufen und nimm die nicht ab, so, weil das ist ja irgendwo, ist das ja auch gespielte Abenteuerlust, aber ich sag mal, das Projekt ist so schon so hart genug auf jeden Fall. Deswegen ist es, denke ich mal, akzeptabel, dass er hier auch die Abenteuerlust immer abholt. Gut, wir können hier auch des Weiteren ja, seine 3 Pilze verbrauchen, die er hier am Start hat, ja. Und das können wir mal machen. Vielleicht kriegen wir den Märchenturm hin, ja. Mal gucken, wie es da aussieht. Wie hat er seine Begleiter? Hat er die aktuell gehalten? Jo, hat er. Dann werden wir die auch mal so weit weiterleveln. Und vielleicht bekommen wir da ja, heute die Dungeon-Etage. Ich weiß nicht, hat er geschrieben, ob ich die Tränke da mitnehmen kann. Habe auch Top-Tränke im Inventar. Wenn du willst, kannst du die reinwerfen und so viele Dungeons. Okay, dann machen wir das. Dann werden wir die Top-Tränke dann hier gleich mit dazu nehmen. So. Und wir gucken mal erstmal, was er hier noch für eine Skillung hat. Er ist ja hier ein Magier noch, 3542, 3381 auf Basisattribute, ja. Ist relativ gleich gehalten so, was nachher am Ende rauskommt. Bisschen mehr Intelligenz hat er natürlich geskillt, ist natürlich klar. Ja, und was ich wirklich sehr beachtlich finde, ist halt seine, ja, also es geht mir nicht aus dem Kopf, also seine Goldgrube, die auf Stufe 41 ist. Die ist schon echt krass auf jeden Fall. Und ja, mal gucken. Wir können ja mal in die Ehrenhalle schauen, wo er hier auf Platz 660. Er befindet sich auch in der Gilde hier. Ich weiß nicht, ob das auch so eine, ich denke mal nicht, dass es eine Projektgilde ist, sondern einfach nur irgendeine Gilde, wo er untergekommen ist. Alter, wie viele Offis hier drin sind, ist ja auch krass. Ja, aber hält sich ziemlich gut hier. Und wo würde ich jetzt nachschauen? In der Ehrenhalle, genau. Ja, im Vergleich zu anderen natürlich wahrscheinlich ein bisschen schlechter von den Werten her. Allerdings hatte er halt geschrieben, dass das nicht so viel ausmacht. Ich denke mal, es wird halt wirklich durch die Zeitmaschine kommen zum Großteil. Und ja, bevor wir hier lange rumschnacken, gucken wir mal, was so in im Märchenturm geht. Vielleicht bekommen wir ja hier die 100. Turmetage ja gemeinsam hin. Das würde mich natürlich sehr freuen an seiner Stelle, ja, oder würde mich für ihn sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für das Interesse daran, dass manche wirklich, oder ich finde es nice, dass da Leute so eine Projekte verfolgen und ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr dann auch mir die zuschicken könnt oder wollt, damit die auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil solche Projektaccounts hängen wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft und ja, Mühe dahinter. Leidenschaft, die auf jeden Fall Leidenschaft, ja. Und deswegen finde ich's nice. Also ich finde es halt cool, dass diese Leute jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit halt bekommen, weil sonst, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich macht man es ja für sich so, aber es ist halt cool, wenn halt solche Leute dann wirklich auch mal ja, für solche Aktionen hier gesehen werden auf jeden Fall, ja. Es würde mich jetzt mega freuen, wenn wir die jetzt hier Scharpünzel auf jeden Fall besiegt bekommen. Das wäre ziemlich nice. Können mal gucken, was hier sonst noch so für Dungeons sind, aber er hat auch nur noch halt 2 Pilze. Und deswegen, ich glaube, bei den anderen Dungeons, er hat auch geschrieben, da geht nicht mehr so viel. Ja, deswegen, gut, müssen wir halt mal schauen, ob wir das hinkriegen hier. Boah, Alter, wie knapp. Boah, wie knapp. Oh mein Gott. Den Kampf speichern wir uns mal, den muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Kämpfe. Hier, Turm. Alter, oh, das ist ja richtig bitter. Da würde er sich bestimmt auch ärgern, wenn er das jetzt hier im Nachhinein sieht, wie knapp das gewesen ist, ey. Da ja, da hat er hier richtig viel rausgehauen. Ah, schade, Mensch. Wirklich schade. Hätte ich ihn gegönnt, dass er hier den letzten Turmetagengegner schafft. Oh Mann, ey. Oh Mann. Alter, das ist ja wirklich bitter. Das ist ja wirklich sehr bitter. Ja, ich weiß auch nicht, ich hätte auch, vielleicht hätte es jetzt was gebracht, wenn ich geskillt hätte. Ich weiß aber nicht, ob ich hier jetzt so skillen darf oder was ich skillen soll. Ich würde jetzt auf Intelligenz einfach gehen. Er hatte zwar, oder ob er sich das noch irgendwie was aufheben will für irgendeinen Ausbau, ich weiß es halt nicht. Deswegen habe ich hier erstmal jetzt nichts weiter gemacht. Wir können aber einen Arena-Kampf auf jeden Fall noch machen. Mal gucken, wie es da so aussieht. Und dann werden wir jetzt nochmal den letzten Pilz nochmal... Ja, easy. Easy.
werden wir den letzten Pilz nochmal hier rein investieren. Oh, es war ja wirklich verdammt knapp gewesen, ja. Also da hätte hier Scharpünzel auch auf jeden Fall fallen können, ja. Mal gucken, was der letzte Versuch sagt und dann werden wir auf jeden Fall das Video auch beenden an der Stelle. Der Bertram, der haut hier natürlich nicht so viel raus. Mal gucken. Der Marquardt, ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Gucken, Kunigunde muss jetzt hier ein bisschen reincarryen und dann schauen wir mal, ob er den besiegt bekommt hier. Würde ich ihn sehr gönnen, aber wenn nicht, dann ist das halt so und dann muss man halt wieder ein bisschen länger warten. So ist das nun mal. Danach werden wir gleich natürlich wieder die Stadtwache reinhauen, weil ja uns nichts anderes übrig bleibt und in der Zeit können wir natürlich keine Dungeons machen, weil wir keinen Spiegel haben, ja. Können keine Pets füttern und nichts weiter, aber ja, das ist halt nun mal. Das sieht nicht gut aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen critten. Nee. Schade. Mensch, da wieder ein Crit mehr gewesen. Einmal mehr critten und also, ja, der ist auf jeden Fall machbar. Ich wünsche dir auf jeden Fall da sehr viel Erfolg bei. Das wird wohl nicht mehr allzu lange dauern. Ja, ich weiß nicht. Ich werde mal Stadtwache... Keine Ahnung, bis wann sind Leute so wach etwa so? Weiß ich nicht. Ich stelle mal auf 9 Stunden vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht muss er um 6 raus. Machen wir mal auf 9 Stunden. Mal gucken, wenn nicht, kann er das ja auch abbrechen. Und ja, das ist der Projektaccount von ihm. Stufe 341 jetzt, ohne großartig Alu anzunehmen. 8 Quests, wie gesagt, hat er bisher angenommen, um ein paar Dungeon-Schlüssel zu finden und halt den Klo-Schlüssel. Ja, ansonsten hier nichts weiter dran gemacht. Arena Manager hat er auf jeden Fall auch hier recht gut ausgebaut. Das ist auch, sieht auch sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, Pets sind nicht am Start. In den Dungeons ist er relativ weit jetzt schon. Und ja, hier in der Unterwelt, in der Schattenwelt haben wir gar nicht reingeschaut. Da ist er auch relativ fortgeschritten. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Projektaccount und wünsche dir auf jeden Fall dann noch sehr viel Erfolg weiterhin mit und vor allen Dingen auch Ausdauer. Ja, dann soll es das soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann ja, lasst doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ich bedanke mich bei Tim, dass er hier uns ja, seinen Account gezeigt hat und das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.